Nach 14 Monaten Vanlife in Südamerika wollen wir unsere Reise bis nach Alaska endlich fortsetzen. Deshalb haben wir unseren Camper von Kolumbien nach Panama verschifft. Da sind wir nicht drum rumgekommen, da es zwischen Kolumbien und Panama keine Straße gibt. Dort befindet sich das Darien Gap mit dichtem Dschungel und für Fahrzeuge ist es absolut unpassierbar und einfach viel zu gefährlich. Allein für die Verschiffung haben wir stolze $2.200 hingelegt. Nach einigen Terminen in Kolumbien sind wir endlich am Flughafen in Cartagena angekommen und wollen jetzt nach Panama fliegen. Ist doch gar nicht so schwer, oder? Wir müssen morgen das Auto abholen im Hafen und es ist nicht möglich. Wir kommen nicht nach Panama. Wir haben gerade das Problem, und zwar möchten wir nach Panama einreisen, aber wir brauchen irgendwie ein Ausreiseticket und bis zum Ende wissen wir gar nicht, ob wir den Flieger überhaupt nehmen können, weil wir kein Ausreiseticket haben. Ja klar, wir reisen ja mit dem Wohnmobil und haben jetzt auch alle Dokumente vorgezeigt und so weiter und so fort und das Thema ist... das ist mega nervig, es kommt hier nicht voran, Boarding war schon vor einer halben, dreiviertel Stunde. Genau, und jetzt... sehr knapp. Wenn wir überhaupt mitfliegen können, keine Ahnung, weil wir müssen morgen das Auto abholen und wir haben keine Ahnung, ob wir mitfliegen dürfen. Und hier geht nur jeden zweiten Tag ein Flug. Das ist ja. Also wir haben wenigstens das Gepäck jetzt noch zurückgekriegt. Ja. Wir müssen wieder raus. Sie hat gerade gesagt, wir dürfen uns hier gar nicht mehr aufhalten. Ah, super. Wir sind immer noch am Flughafen und wollten euch noch mal ganz kurz mal aufklären, was eben überhaupt passiert ist. Jetzt haben wir ein bisschen den Kopf frei. Also, wir waren am Schalter und... Genau, heute Morgen oder heute mittags um 12 rum. Genau, und die Dame hat gemeint, hey, ihr braucht Informationen, dass ihr aus Panama rausreist. Und dann habt ihr alle Dokumente mit der Verschiffung und so weiter und so fort, das wir mit dem Camper reisen, bereitgestellt. Und sie hat dann mit der Behörde von Panama hin und her geschrieben und hat gemeint, hey, wartet mal kurz, ich bekomme Bescheid, geht bitte zur Seite und wartet dort. Genau, und dann sind wir zum Gate geschickt worden, also ohne dass das geklärt wurde. Und am Gate wurde gesagt, nein, ihr könnt nicht. Und dann waren es auch nur noch 10 Minuten bis zum Boarding, also nicht bis zum Boarding, bis Boardingende eigentlich genau, schon. Ja. Und 5 Minuten bevor es zugemacht hat, wurde uns gesagt, hey, tut mir leid, ihr könnt nicht rein. Ihr braucht unbedingt was, wo ihr nachweisen könnt, dass ihr Panama verlasst. Also ein Flug aus Panama raus oder ein Busticket oder sonst irgendwas. Und das hatten wir natürlich nicht. Und in den 5 Minuten haben wir es auch nicht mehr geklärt bekommen. Richtig, wir haben alle unsere Handys gezückt. Das hat ja nicht nur uns betroffen, sondern auch den anderen Deutschen, der mit uns hier war. Er ist übrigens schon zurück ins Hotel hier in Cartagena, weil er konnte ja auch nicht fliegen. Und es hat uns alle betroffen und wir alle am Handy schnell versucht, was zu buchen, aber haben es natürlich nicht hinbekommen. Der andere Deutsche hat es geschafft, was zu buchen. Für über 100 € hat er was gebucht. Und dann am Ende hat er aber keine Bestätigungsmail bekommen von dem Flug. Und ja, da hat die Dame am Schalter gesagt, tut mir leid, keine Bestätigungsmail, keine Buchungsnummer, du kannst nicht mitfliegen. Gerade schon 22 Uhr. Wir haben noch einen Flug bekommen nach Bogotá, was halt voll gut ist. Wir verbringen wahrscheinlich noch die Nacht in Bogotá und morgen früh um 8:30 Uhr haben wir noch spontan einen Flug bekommen, fliegen wir nach Panama. Allerdings ist es viel zu spät, denn wir müssen morgen um 8:30 Uhr im Hafen sein. Ja, keine Ahnung, wie wir das machen, aber erstmal müssen wir die Nacht überstehen. Ja. Wir sind jetzt in Bogotá im Hotel angekommen und haben es 1:30. In 4 Stunden müssen wir wieder am Flughafen sein. Für den nächsten Flug ist ein bisschen sinnlos, dass wir uns überhaupt ein Hotel genommen haben. Nein, weißt du, besser 3 Stunden schlafen als gar nicht schlafen und ständig aufs Gepäck aufpassen. Es ist immer alles dabei, wir haben Laptops dabei. Außerdem haben wir das Hotel gebucht, als wir noch in Cartagena waren und ja, der Flug hatte 2 Stunden Verspätung. Da hätten wir noch mehr Schlaf gehabt. Aber wie Alina schon sagt, besser wenig Schlaf als gar kein Schlaf. Ja, morgen wird anstrengend, deswegen wir müssen ein bisschen Energie haben. In diesem Sinne. Bis morgen. Guten Morgen. Wir haben kurz vor 6. Drückt uns die Daumen, bis wir den Flug nach Panama kriegen.
Wir haben jetzt kurz vor 8 und der Prozess in Cologne hat gerade gestartet und der Boris, das ist unser Agent, der versucht gerade den Container zu holen und in unserem Auftrag zur Aduana zu gehen. Und das aber er hat halt gar nichts von uns, keine Vollmacht, kein sonst was. Normalerweise müssen wir vor Ort sein. Deshalb wir hoffen so, dass er es hinkriegt, weil wenn nicht, dann hat sich die ganze Anstrengung nicht gelohnt. Wir hätten auch in 3 Tagen erst fliegen können. Und wir schreiben die ganze Zeit hin und her und er hält uns die ganze Zeit auf dem Laufen, ob das jetzt klappt oder nicht. Und wir sind schon so gespannt und hoffen einfach auf das Beste. Ja, noch gibt es leider nichts Neues. Ja. Es scheint zu klappen. Allerdings müssen wir 150 € dafür bezahlen, dass wir nicht im Hafen sind jetzt. Dass der Boris das alles jetzt für uns beantragt, ja. Genau. Allerdings haben wir in Panama jetzt nur 2 Stunden Zeit oder 1,5 Stunden, um zum Hafen zu kommen und das sind 100 Kilometer. Wir müssen um 12:30 Uhr am Hafen sein, um ein Dokument zu unterschreiben. Das ist unser zeitliches Limit. Wenn wir nicht rechtzeitig da sind, dann müssen wir pro Tag $150 Gebühren für den Containerplatz plus $50 pro Fahrzeug bezahlen. Das macht dann insgesamt $250 pro Tag und der nächste Abholtermin ist erst in 5 Tagen. Das sind dann mal locker $1.250 extra. Das ging jetzt erstaunlich schnell, muss ich sagen. Da ist er nämlich schon. Alina. Oh, cool, super, ist angekommen. Mega. Okay, ich beeil mich. Es sieht richtig gut aus. Wir haben noch 1 Stunde 20 Zeit und ein Uber würde 1 Stunde 10 lang fahren. Also wir haben noch 10 Minuten Zeit, einen Uber zu rufen. Aber das sollte ja kein Thema sein in Panama-Stadt. Hola. Muy rápido. Wir sind im Uber drin rechtzeitig und schauen, dass wir jetzt auch zum Hafen kommen. Es war einfach ein so langer Weg. Es ist unfassbar, was alles an einem Tag schief gehen kann, ist schief gegangen. Und ich habe einfach die Faxen dicke, bin einfach froh, wenn ich dann in Cologne bin und wir einfach das Fahrzeug holen können. Es ist noch nicht sicher. Der internationale Flughafen von Panama-Stadt befindet sich am Pazifik. Der Hafen, wo alle Container ankommen, befindet sich am Karibischen Meer in der Stadt Cologne. Das sind knapp 90 Kilometer Strecke bis zum Hafen. Wenn alles gut läuft, schlafen wir heute Nacht schon in unserem Van. Es sind halt einfach nur 10 Minuten oder so, die das entscheiden, ob wir überhaupt die zum Zoll können oder nicht. Und es ist einfach gerade so... Tanken. Ja, und jetzt muss er noch tanken. Oh Mann. Wird schon gut gehen. Ja, er hat gemeint, wir sind rechtzeitig dahin. Ich habe gesagt, hey, wir haben einen Termin, ne? Aber... Ja, er wird ordentlich aufs Gas treten, glaube ich. Hier kauft man anscheinend zuerst mal seinen Sprit an so einer Art Kiosk und dann geht man her und tankt das, was man bezahlt hat. Und man tankt selber. Das hatten wir auch auf der Reise noch gar nicht. Gut zu wissen, ne? Gut zu wissen. Also wir haben jetzt gerade ein kleines Problem und zwar der Polizist möchte, glaube ich, gerade ein bisschen Schmiergeld haben. Weil wir kommen jetzt nicht in den Hafen rein und wir kommen jetzt auch nicht zur Aduana rein. Er will Cash haben und wir haben nichts dabei, weil wir waren nicht bei der Bank und das ist gerade jetzt auch für den Taxifahrer und für uns ist es mega problematisch. Er will geschmiert werden. Keine Ahnung. I think 1 minute. In 1 minute we are there. Muchas gracias, Marcos. Wir müssen jetzt noch unseren Agenten irgendwo finden. Wir haben es geschafft, wir haben unseren Agenten gefunden, das ist Boris. Er organisiert jetzt auch alles für uns und geht jetzt die nächsten Schritte durch und ich hoffe, dass das klappt. Wir können jetzt endlich zu den Vans. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg, um unser Auto zu holen und mit uns sind dabei die Anna und der Anderson von Vive de Deus. Und wenn ihr das letzte Video gesehen habt, wir haben ja einen Container zusammen geteilt und wir können den Container nur zusammen öffnen und sie haben lange gewartet, auch auf uns. Deswegen, ja, ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt heute wirklich den Container aufmachen können und die Autos rausholen können. Wird mega. It's not toxic. Not toxic? Unless they are in a closed place and you are inside smoking all over. Yeah. This is it.
Geil, Leute, der Van ist endlich da, die Tür ist offen und ich kann es auch gar nicht fassen, wie cool das einfach ist. Es ist einfach mega, den Van wieder zu sehen, nach so vielen Strapazen in den letzten Tagen, letzten Wochen überhaupt. Es ist einfach nur so eine Erleichterung, den Van hier safe zu sehen. Jetzt muss er noch irgendwie rauskommen und dann ist es einfach getan und dann haben wir die Fritte wieder. Mega cool. Der Container wurde begast, um Keime und Pilze abzutöten. Ah, okay. No, man, this is only something that he can do. Es hört sich gut an, es hört sich gut an. Das Auto ist gerade angesprungen. What is the problem? Was ist das Problem, Timo? Ich krieg vorne den Spannriemen nicht ab, der ist so festgeballert, der hängt so fest. Okay, also er hat gemeint, ein Stückchen nach vorne fahren und dann kann man ihn irgendwie losziehen. Ich probier's. Ist noch ein bisschen Platz? Okay, Alessandro hilft jetzt dem Timo. Timo, Alessandro kommt! ¿Del otro lado? ¿Está mejor? Wer ist better? Es muy complicado. Okay, because look what I mentioned. Ja. Timo, jemand kommt! So kriegt die Spannriemen nicht ab und deswegen kann das Auto nicht nach hinten bewegt werden. Und Alexandro ist jetzt auch noch mit reingekommen, um ihm zu helfen. Die Jungs kämpfen sich gerade richtig durch und das Problem ist halt, in dem Container ist einfach super schlechte Luft und Timo musste ja das Auto bewegen, den Motor anschmeißen und ging kaum Luft da drin. Okay, jetzt wird die Rampe hier platziert, dass wir mit dem Auto rausfahren können. I think it will fit, ja, okay. Ja, langsam, langsam, genau. Dachzelt ist draußen. Jetzt, gleich kommen die Reifen, langsam, langsam. Stopp, 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 stopp! Okay, das ist hier eine sehr knappe Geschichte. Wir haben hier nicht viel Platz, aber wir müssen mit den Reifen noch draufkommen. Ya abre el retrovisor. Abre el retrovisor. Na. Ah, stopp, stopp, stopp! Er wird dich hinten festmachen an Ketten, dass du nicht runterrutscht. Don't worry, we do Ja. this with vehicles that weigh more than this. Okay, okay. Okay. Ready? Oh mein Gott. Oh wow. That's not the same. Oh wow. I think so. Also Timo macht jetzt gerade gar nichts, sondern er wird jetzt gerade an der Kette hinten runtergelassen. Ganz langsam. Der Fahrer hat schon irgendwie ein Gefühl dafür. Und wir haben es jetzt noch nicht berührt, also es läuft momentan sehr gut. Ja, du bist unten, du bist unten. Oh wow. Ja, hinten berühren wir. Ja. Was denkst du? Ich denke, das Stahlseil tut dem Dachzelt nicht gut. Okay, wir sind noch drauf, ja? Noch ein Stück.
Timo hinten nur noch auf Holzblöcken und hinten die Rampe wird weggefahren. Okay, das sieht gut aus. Gleich, gleich. Go! Yes, yes, yes! Woo! Ja! Woohoo! Geschafft. Wir haben es geschafft, sehr gut. Ich glaube, bei denen wird es relativ leicht rauszufahren, aber hey, meine Fahrzeuge ist sicher angekommen. Super. Hey! Woohoo! You made it! Hasta luego! Hasta luego, amigos! Ciao! Das hier ist übrigens der Alessandro. Der fährt jetzt mit seinem Van raus. Und bei ihm war es extrem knapp. Das sieht nicht gut aus. Ui, ui, ui. Yay, you made it! Woohoo! Leute, wir haben unser Auto wieder. Voll geil, wir haben es geschafft, Alina. Oh, ich kann's nicht fassen, das ist so cool. Oh, endlich wieder im eigenen Zuhause zu reisen, es macht einfach so den Unterschied, Ja, oder? und vor allem auf niemanden mehr angewiesen zu sein. Das war ja die letzten Tage immer das, So was so ein bisschen bescheuert. genervt hat, dass man das eigentlich nicht selbst in der Hand hatte. Keine Flüge mehr, keine Hotels mehr, keine Buchungen, die in die Hose gehen und so weiter und so fort. Ja. Und wir brauchen jetzt nur noch, wir müssen jetzt so viel organisieren wieder. Also SIM-Karte brauchen wir und so weiter. Wir brauchen Geld. Ja, wir haben kein Wasser, wir haben kein Gas, wir haben kein Essen. Und es wird gleich dunkel. Ja, deswegen müssen wir jetzt noch ein paar Sachen organisieren. Werden hier irgendwo in der Nähe übernachten und morgen fahren wir dann aber auch direkt weiter. An dieser Stelle möchten wir uns sehr gerne bei dem Sponsor dieses Videos bedanken und das ist CyberGhost VPN. CyberGhost VPN ist einer der führenden Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit Millionen von Nutzern weltweit. Was ist ein VPN überhaupt? Das ist ein virtuelles privates Netzwerk und es hilft dir dabei, deine Online-Aktivitäten zu verschleiern, sodass niemand sehen kann, was du machst. Nicht mal CyberGhost selbst kann das sehen. Wo brauchen wir CyberGhost VPN? Wir sind super viel in öffentlichen WLANs unterwegs, zum Beispiel in Cafés oder hier auf dem Campingplatz, wo wir uns zum Beispiel mit dem Laptop einwählen. Da kommt CyberGhost VPN ins Spiel. Und zwar gibt es uns ein hohes Maß an Sicherheit, wenn wir uns nämlich hier in ein öffentliches WLAN einwählen. Wusstet ihr übrigens, dass wir hier in Mittelamerika, wir sind mittlerweile in Mittelamerika, nicht auf alle deutschen Webseiten zugreifen können? Wir machen Affiliate-Marketing und brauchen das fürs Arbeiten. Und da kommt CyberGhost VPN ins Spiel und wir können den virtuellen Standort nach Deutschland verlegen und so auf diese deutschen Webseiten zugreifen. Außerdem können wir auf Inhalte von Streaming-Anbietern zurückgreifen, die wir hier eigentlich gar nicht sehen können. Das ist auch sehr cool. Das ist richtig cool. Die App ist für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar und die Bedienung ist super einfach. Man kann es ganz einfach mit einem Klick anschalten. Ein Abonnement deckt 7 Geräte gleichzeitig ab und außerdem erhaltet ihr Zugang zu schnellen Servern in 100 Ländern und habt eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie. Mit unserem Link erhaltet ihr 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan und zusätzlich noch 4 Monate umsonst dazu. Aber alle Infos dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Einen wunderschönen guten Morgen aus unserem Campervan. Guten Morgen! Mega geil. Also die Nacht war okay, aber wir haben in unserem Camper geschlafen, deswegen war sie wundervoll. Und wo stehen wir gerade? Wir sind gerade an einer Polizeistation. Und wir müssen uns heute noch ein bisschen organisieren. Die Sachen, die ihr hier gerade seht, also die Anhängerkupplung und die Holzreifen, die haben wir immer noch. Die wollen wir jemandem schenken. Und ja, die Anhängerkupplung nicht, nur die Holzreifen, genau. Und deswegen fahren wir jetzt nach Panama Stadt rein, wo wir auch den ganzen Camper hier alles fertig machen können, dass wir drin uns auch aufhalten können. Und die Gegend hier ist eigentlich ganz nett. Also da die Polizeistation. Und es war gestern einfach super spät abends und wir waren aber froh, dass wir überhaupt übernachten konnten. Nach der SIM-Karte, nachdem wir es organisiert haben, ist es schon dunkel geworden. Und ja, deswegen ganz nett. Und jetzt geht's nach Panama City. Richtig cool.
wir durften ja nur mit einem leeren Tank oder mit Notreserve verschiffen, deswegen ist unser Tank leer und wir müssen erstmal tanken. Und ich versuche jetzt gleich mal herauszufinden, was es überhaupt kostet, der Diesel hier. Ja, und muss man jetzt zuerst bezahlen? Und kann dann tanken? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe gerade gefragt, wir haben hier kein Diesel, wir müssen an die Tankstelle weiterfahren. Soll ich reinfahren? Ja, das ist gut. Guck mal, ich glaube, der tankt bestimmt Diesel, oder? Der wird bestimmt. Servicio completo, perfekt, bleib mal hier. Also ich habe keine Ahnung, was ein Diesel kostet. Schauen wir mal. Ich glaube 0,927 pro Liter, glaube ich. Normalerweise bezahlt man hier pro Gallone, aber das wäre ein bisschen zu günstig. Deswegen glaube ich, ist es pro Liter. Schade, dass es nicht so günstig ist wie in Kolumbien, aber... Unter einem Euro ist okay. Ja. Ich glaube, du sagst halt, wie viel Liter du zuerst tanken möchtest, aber dass wir nicht wussten, macht sie den Service jetzt. Genau. Ja. Und hat sich was losgerüttelt? Nee, testen wir mal. Weiter. Wir müssen wieder checken, ob alles fest ist. Passt soweit. Ja, super. Hat dich nicht weiter losgerüttelt. Sehr gut. Weiter geht's! Ja, hier ist das, was noch frei ist. Ja, das ist gut. Hier ist anscheinend sowas, wo man Gas auffüllen kann. Alina fragt jetzt mal nach, aber alle Parkplätze sind voll. Ich weiß gar nicht, wo wir hier halten sollen. Vielleicht können wir reinfahren. Ist erstmal alles wieder raus. Um an die Gasflasche zu kommen, ist jetzt nicht so einfach. Wie ihr euch vorstellen könnt, die Gasflasche ist ganz hinten. Dadurch, dass wir das Dachzelt hinten haben, kommen wir von hinten nicht mehr dran und müssen jetzt alles von den ausräumen, um an die Gasflasche zu kommen. Aber so ist es halt. Nächste. Okay. Okay. Oh, Gott sei Dank. Ja. Cool. Aftermath und dann let's go. Alles dabei. Ich hoffe, dass irgendwas passt. Ninguna, lo llenamos así directo. Directo? Oh, bueno. Este es tuyo. Es tuyo. Muchas gracias. Gracias. Ja, Muchas gracias. Ciao. Was hat es jetzt gekostet? Ich weiß nicht, was er mir gerade noch zurückgegeben hat. Aber er hat uns noch Geld zurückgegeben. Das passiert ja sehr selten. Ja, gar nicht, oder? Okay, wir haben 16 Euro bezahlt. Bisschen weniger. Hier habe ich noch Kleingeld. Ja. Also 15 Euro, das ist mega okay, Ja, oder? richtig gut. Fälle voll. Super. Und die haben keinen Adapter gebraucht. Ach was. Das müssen wir uns auch mal merken. Ja. Das sind alle Adapter, die wir dabei haben. Ja. Jetzt haben wir keinen Adapter gebraucht. Den hier, das ist der amerikanische Adapter, den haben wir in Uruguay einmal gebraucht. Und hier so einer aus dem Euro-Adapter-Set, den haben wir in Argentinien einmal benutzt. Ja. Ist gut, sowas mitzuhaben. Ja, überall gibt es was anderes. Das sieht ein bisschen eng aus, Timo. Schaffst du das? Ja. Oh Mann. Ist das hier überhaupt? Ja, das ist die Einfahrt. Ich glaube, wir müssen uns hier irgendwo anmelden. Wir sind da! Unser Platz in Panama. Hier check ich mal aus, wie wir hier reinkommen. Ja, ich warte so lange im Auto. Ich würde sagen, einfach reinfahren ist keiner da. Wir müssen uns da hinten anmelden. Aber sind schon ein paar Leute da, die wir kennen. Deswegen fahren wir rein. Ja, auf geht's. Komm.
Wir sind jetzt hier auf einem Campingplatz mitten in Panama angekommen und das Fahrzeug haben wir schon in Kolumbien getroffen. Das ist der Sebastian mit seiner Freundin und sie reisen hier auch auf der Panamericana Richtung Norden. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt auch alles auf das Dach irgendwie laden, aber ich sage euch mal ganz kurz, wo wir stehen. Ist eigentlich mega angenehm, weil man hat hier sau viel Platz und kann sein Auto hier abstellen. Die erste Nacht ist für uns kostenlos, weil wir nämlich genau mit einer Agentin verschifft haben, die diesen Deal heraushandeln konnte. Und was halt auch mega cool ist, ist, dass wir hier halt hier die Küche haben. Und ich mache gerade schon Kaffee. Ein weiteres Highlight ist natürlich Toiletten und ich glaube, sie haben sogar eine Dusche, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ah ja, perfekt, mega gut. Ja, sieht auf jeden Fall richtig schick aus und ja, endlich mal ein bisschen runterkommen, sicher stehen und mal das Auto mal auf Vordermann bringen. Das muss ich euch kurz mal zeigen. So hat der Timo die Schrauben hier zusammengelegt. So originell. Das ist so geil. Hier sind die Schrauben vom Dachträger. Mega cool. Und hier ist noch was. Wenn einem die Behälter fehlen. Richtig cool. Anfangen tun wir mit dem Dachfenster, das kommt wieder rein. Das Wichtigste, dass wir irgendwie abends noch eine kleine Durchlüftung haben. Ja. Das war die letzte Nacht nämlich auch schwierig, weil wir ja alles zu hatten. Das hatten wir ja zugeklebt. Ja. Und es ist unfassbar warm gewesen. Deshalb wäre cool, wenn die heute noch reinkommen. Das kriegen wir noch hin. Ich denke auch. Ich hoffe, dass wir genug Sika haben. Ja, wenn ihr euch fragt, wo wir Sika herhaben, man kriegt in Südamerika auch Sika. Ja. In ein paar Ländern haben wir das schon gesehen, gell? Ja, hier in Zentralamerika weiß ich nicht, aber in Südamerika haben wir. Das haben wir, glaube ich, in Kolumbien gekauft. Ja? Ja. Ja, genau. Und vielleicht mal ein paar Schrauben durch, ne? Noch nicht. Noch reinsetzen, dass es passt. Okay, alles klar. Okay, das ist noch irgendwo noch nicht. Doch. Das ist perfekt gerade. Ich will deine Arbeit nicht schlecht machen. Nur ein bisschen. Timos Verpackungstechnik, ich finde es genial. Das ist Teil 2. Ja. Wie man die Schrauben hier nicht verliert. Okay, bei den Schrauben geht es jetzt noch, aber sonst gibt es hier ja keine metrischen Schrauben. Und natürlich haben wir nur metrische Schrauben verbaut. Wenn wir da eine verlieren, dann könnte es echt ein Problem werden. Wir haben es gestern Abend leider nicht mehr geschafft, den Dachträger komplett fertig draufzusetzen. Es ist irgendwann dunkel geworden und wir waren auch ein bisschen platt. Aber das bedeutet, wir müssen heute Morgen früh anfangen, denn heute soll ja auch das Dachzelt noch drauf kommen. Und es wird noch ein Stück Arbeit und die Sonne ballert schon wie verrückt. Leute, 37 Grad und es wird immer heißer. Hilft ja nichts, wir müssen jetzt trotzdem weitermachen, wir müssen irgendwie fertig werden und fahren jetzt in die Werkstatt hier nebenan. Das Gute an dem Campingplatz ist, dass sie sozusagen auch eine Werkstatt hier betreiben, die ist fußläufig 2 Minuten entfernt. Da fahren wir jetzt hin und schauen, dass wir das Dachzelt hier aufs Dach heben. Heute ist Feiertag, mal schauen, ob jemand da ist. Bleibt genau so gerade. Zurück. Gerade zurück, immer gerade. Solo, Con eso. Okay. Solo eso, okay. Nächster Schritt ist, das Dachzelt von dem Holzgestell runterzumachen. Das ist gar nicht so leicht und wir brauchen gleich noch ein paar
helfende Hände, um das Dachzelt irgendwie runterzubekommen. Dann kommt das Dachzelt hier auf den Hubwagen drauf und das Problem momentan ist, dass die Gabel zu kurz ist. Und wir müssen irgendwie schauen, wie wir das Dachzelt dann oben drauf machen. Eigentlich wollten wir das Dachzelt hier längs drauf machen, dann hätte man es einfach nur hochhieven müssen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir es entweder quer drauf machen auf dem Hubwagen oder irgendwie hinstellen. Aber dann weiß ich nicht, wie sicher das alles da drauf steht. Wir werden sehen. Irgendwie total cool, was hier alles hier so rumsteht. Expeditionsmobil, was komplett eingehüllt ist. Irgendwie noch ein Landcruiser. Und ich weiß nicht, ich glaube, er hat auf jeden Fall eine Markise und ich glaube auch ein Dachzelt drauf. Hinten stehen noch weitere Fahrzeuge, also irgendwie die Halle ist ganz gut mit Overlandern voll. Das ist der Sebi, der Schweizer mit dem Van, der bei uns auf dem Campingplatz steht und der hilft uns mal, das Dachzelt hier runter zu hieven. Okay, super. Platz auch draußen. Okay, gut. È solo 20 para persona. Sì, sì. No investimento vorne. Il problema è se no è sofferto. Das ist jetzt unsere Konstruktion. Wir haben jetzt hier Balken an die Gabel geschnürt, gewickelt, wie auch immer. Timo, stell dich mal drauf. Hält sich aus. Okay, es hält sich aus, um einfach die Gabel etwas zu verlängern. Genau. Und jetzt geht's los. Hat's geknackt? Ja? Nein. Okay, jetzt geht's los. So oder drehen? Stopp! Mal los. Wir uns da mit den Leitern hinstellen. Das ist so. Nein, ich habe nur die erwischt. Okay. Und dann schieben wir es gerade so runter. Ja. Okay. Okay, gut. Okay? Guck mal, gehen die Gabeln auch drüber? Ah, dann jetzt einfach vorwärts. Nach vorne? Okay, du machst. Seh. Ja, jawohl. Er weiß nur nicht, damit. Sieht gut aus. Jungs, das sieht perfekt aus. Okay? Und jetzt drücken wir es hoch, das vorne. Okay, das ist schon falsch. Ach du Heilige. Muchas gracias, hey! Da ist das Dachzelt. Wir haben es geschafft! Sehr gut! Yay! Ihr seht, das Dachzelt ist wieder drauf und alles ist wieder so, wie es vor der Verschiffung war. Was echt cool ist. Es war sehr anstrengend die letzten Tage. Es war einfach so viel Arbeit und eine sehr teure Angelegenheit für uns. Ja, und jetzt können wir auch hier den Ort ein bisschen genießen. Panama Stadt, wo wir ja gerade sind, soll ja auch richtig schön sein. Und wir können endlich unser Abenteuer nach Alaska weiter fortsetzen. Das ist so cool. Ja, das wird richtig cool. Also folgt unserem Kanal besser mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und Dankeschön an CyberGhost für das Sponsern des Videos. Und wenn ihr persönlich uns unterstützen möchtet, unsere Reise zum Beispiel durch eine kleine Dieselspende, dann könnt ihr uns sehr gerne über PayPal etwas spenden. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank schon mal dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.